Heute werde ich euch mal eine schnelle und einfache Grabdeko-Idee mit einem Grablicht zeigen. Ja, und als Basis verwende ich jetzt gleich diesen Blumentopf und der hat jetzt in meinem Fall einen Durchmesser von 13 cm. Ich wickel mir jetzt mal zunächst Bindedraht um diesen Blumentopf drumherum und der hat unten gemessen einen Durchmesser von 18 cm. Knoten werde ich da jetzt nicht mit hinein machen. Ich halte das jetzt ja einfach gleich so ein bisschen fest, damit er sich halt nicht wieder lösen kann. Und da wird man jetzt auch ordentlich was an Material nachher benötigen. Von daher werde ich das jetzt auch an dieser Stelle mal ein bisschen für euch beschleunigen. So, den Draht nehme ich nun von meinem Blumentopf runter und der wird jetzt miteinander etwas verwurstet werden. Anfang und Ende mache ich hier aber sicherheitshalber so ein bisschen drumherum. Und wie gesagt, der wird jetzt hier einfach so miteinander verwurstet werden, ne? Dass das nachher so einen Kranz ergibt. So, das kann jetzt erst einmal beiseite und dann kommt jetzt mein Blumentopf hinzu. Ich habe jetzt hier Nasssteckschaummasse, die hatte ich jetzt eine gute Stunde im Wasser liegen lassen, damit die sich halt auch letzten Endes richtig schön mit Wasser vollsaugen kann. So, lala, ich halte das jetzt hier mal grob an. Es kann gut möglich sein, dass ich mir jetzt gleich noch Nasssteckschaummasse hinzuholen werde. Ich denke, das wird nicht reichen. Gucken wir mal gleich. Mal schauen. Ach, das reicht doch. Ich hatte nämlich jetzt ehrlich gesagt vergessen, dass hier an meinem Blumentopf im Inneren so ein kleiner Rand mit dran ist. Schneiden wir noch ein bisschen was hinzu. Oh, der hat sich noch nicht zu 100% mit Wasser vollgesaugt. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Ein bisschen wegnehmen. Ja, hat er dann doch ausgereicht. Das ist ja schon mal gut. So sieht das Ganze jetzt schon mal aus. Auch hier so kleine Mini-Stückchen, die könnt ihr ruhig noch aufheben. Die kann man letzten Endes auch noch für eine andere Deko nachher gebrauchen. So, dann justiere ich jetzt hier mal auf dem Blumentopf mein Drahtgeflecht. Die Farbe des Drahtes, die bleibt jetzt hier auch wirklich jedem selbst überlassen. Nehmt einfach das, was ihr halt ja gerade zur Verfügung haben solltet. Oder was ihr halt letzten Endes am schönsten findet. Ich habe mich jetzt auch bewusst für diesen dunklen Draht entschieden. Man hätte jetzt auch einen farbigen nehmen können. Also wie gesagt, das bleibt jetzt hier wirklich jedem selbst überlassen, was er da jetzt nachher verwenden möchte. Und ja, dann hole ich jetzt mal als nächstes mein Grün hinzu. Und ich wollte euch eben noch was erzählen zu dieser Grabkerze. Die dient jetzt in meinem Fall nur als Muster, weil ich habe keine kleineren Grabkerzen mehr da. Beziehungsweise vom Durchmesser wird die nachher die wird nachher den gleichen Durchmesser haben, die Grabkerze. Aber es gibt ja hier diese, die sind nicht ganz so hoch wie diese hier. Muss ich morgen erstmal kaufen. Und insofern werde ich jetzt hier einfach mit der hier erst einmal arbeiten. Und für euch geht das Video ja dann letzten Endes bündig weiter. Ihr werdet ja im Prinzip nur sehen, wie ich die Grabkerze dann nachher austauschen werde, was dann eigentlich morgen der Fall ist. An Grün verwende ich Mannstreu, Knospenheide, Winterheide, Strandflieder und nicht zu vergessen Efeu. Bis auf den Strandflieder stammen jetzt auch alle Materialien aus meinem Garten und die werden jetzt hier an die Seite des Steckschaums hineingesteckt werden und dann werden sie halt zwischen dem Drahtgeflecht, ich sag mal so, eingearbeitet werden. Ich werde jetzt mal zunächst hier die Winterheide verarbeiten, dann kommt die Knospenheide hinzu, dann der Mannstreu und der Strandflieder. Und der Efeu, der wird höchstwahrscheinlich ganz zum Schluss gleich eingearbeitet werden. Und dann halt peu à peu hier einfach zwischen diesem Drahtgeflecht so hineinstecken, wie ihr es halt letzten Endes leiden mögt.
Jetzt kommen der Strandflieder und der Mannstreu hinzu. Strandflieder und Mannstreu müssen allerdings auch noch zurechtgeschnitten werden. Aber das sieht so auf jeden Fall schon mal ganz süß aus, wie ich zumindest finde. Und ich habe jetzt auch natürlich die Lieblingsfarben der Verstorbenen ausgewählt. Die mochte halt ganz gerne, ich sag mal so lilastichige Töne, bläuliche Töne. Und insofern wird das nachher in meinem Fall auch schon mal so weit passen. Finde ich sowieso immer am schönsten, wenn man halt die Farben dann auch ja, nach dem Verstorbenen so rum, individuell dann auswählt. Ne? Ist halt, finde ich halt am besten. Ich bin jetzt gerade am gucken, ob ich den Efeu mit einarbeiten möchte. Aber wisst ihr was? Wenn schon, denn schon. Ich muss den aber hier mal eben noch mal schräg anschneiden. Na, ich glaube, ich muss meine Schere auch mal irgendwann wieder schärfen. Zack. Normalerweise schneidet die nämlich deutlich besser. Auch wieder hier in die Steckschaummasse hineinstecken. So, dann gucken wir mal, wie wir die hier drumherum frieren wollen, möchten. Ich frage mich gerade, was mein Hund Imelda hat. Die ist hier gerade am Belly. Das Ende kürze ich auch mal eben etwas ein. Stecke ich das nämlich auch wieder in die Steckschaummasse hier oben ein. Und dann muss ich das Ganze auch mal selber überprüfen, ob mir das so überhaupt schon gefällt. Was man jetzt noch machen könnte, ich bin jetzt aber gerade selber noch am Überlegen, ob ich noch ein paar Zapfen mit einarbeiten möchte. Aber ich muss jetzt erstmal selber auch darüber nachdenken und mir das nochmal alles hier ein bisschen genauer angucken. Aber ich glaube, das sieht ganz süß aus. Nur halt dann mit einer deutlich kleineren Kerze. Die ist jetzt definitiv zu groß. Könnte man theoretisch gesehen jetzt auch so lassen. Na, hier wird aber nichts verschwendet. Auch diese Reste der Halde kommen hier natürlich mit hinein. Das hier können wir auch einarbeiten. Das sieht doch ganz cool aus. Aber die Winterheide, die ist echt auch sehr schön zum Dekorieren. Also ich werde jetzt nur noch diesen Grabschmuck einarbeiten. Die hier haben ja bereits einen Draht vorhanden. Und diesen Lotuskolben, ich glaube so heißen die zumindest, den muss ich jetzt noch andrahten, beziehungsweise halt noch ein bisschen Draht dran befestigen, damit wir den gleich auch einfach hineinstecken können. Ja, und noch mehr werde ich daran auch nicht dekorieren. Ich denke, das reicht jetzt letzten Endes. Manchmal ist ja auch nur mal weniger mehr. Aber wer meine Videos jetzt schon länger schaut, der weiß, ich übertreibe auch mal ganz gerne. Aber ich muss auch ehrlich sagen, mir macht das auch einfach unheimlich viel Freude, so Deko-Sachen halt letzten Endes zu erstellen. In dem Fall ist es ja jetzt eine Grabdeko. Und dann auch hier einfach easy peasy wieder in diese Steckschaummasse hineinstecken. Die Lotuskolben, die habe ich auch schon etliche Jahre. Ich baue vieles halt dann im Laufe der Zeit auch mal wieder ab. Und dann wird es halt auch wieder verwertet werden. Das kommt nicht einfach alles immer in die Mülltonne. Ist ja dann auch irgendwo Schwachsinn, ne? Das dann einfach zu entsorgen. Und ja, dann werde ich morgen mal die Kerze austauschen und dann zeige ich euch das mit der anderen Kerze ja jetzt hier direkt im Video. Die Kerze habe ich mittlerweile ausgewechselt und noch mehr werde ich an dem Grabgesteck jetzt auch nicht arbeiten. Alle benötigten Materialien für das Projekt findet ihr auch nochmal wie üblich in der Videobeschreibung. Und dann werde ich mich auch mal wieder an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!